What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On October 24th, 2015, graffiti had appeared on the street and on Rainer's house. On the 25th of October, Rainer created the channel Drachenlord on YouTube. On October 26th, the video Dragon Monday, Episode 4, Much Fooling Around, was released. In it, he announces that from now on he's no longer looking for a serious relationship and instead he's now only looking for fun. On the same day, Rainer also uploaded the video trailer for Dragon Bard. In it, he announces that he will read out stories he has written in the style of an audiobook. On October 27th, #AskDragon Star Wars or Star Trek was released. In the video, he also tells that he would like to be a woman because he is interested in how it feels to carry a child inside him. On October 28th, Rainer finally became a partner on YouNow. Now, it was possible for him to earn money with his streams. Of course, he celebrated this right away, exuberantly, with a YouNow stream. Ich bin bisexuell, du Kasper. Aber du kennst den Unterschied wahrscheinlich nicht zwischen bisexuell und homosexuell, weil du selber ein Schwugerer bist. Dickerchen, du nennst mich Dickerchen? Besonders mutiger Kerl, Dankeschön. Wahrscheinlich wiegst du 300 Kilo mehr als ich, Alter. On the 29th of October, Drachenlord Episode 12, Shake Your Fat, was uploaded. In the video, he reports that he will probably move this year. In addition, he announces to make vlogs again in the future. And then, Rainer suddenly had a girlfriend. In the stream on YouNow, he mentioned his new sweetheart, who was named Blaubeerchen or Little Blueberry, and also claimed to have already met her in real life. On October 30th, Rainer made an appearance in the trailer for the Kackboon channel. This was the channel of an old acquaintance, the brother of the Dragon Lady. A certain Annalisa also leaked conversations with the Drachenlord on Twitter. In them, Rainer reveals that he has money problems and is now in debt. On October 31st, The Nightmare Halloween with Dragon Episode 1 appeared. In the video, Rainer reads a scary story he wrote himself. However, this ends with a cliffhanger. Rainer announces the continuation for next year. As Rainer streamed that day, his pizza burned in his oven, but that didn't stop him from eating it anyways. Meine Pizza! Und das Geilste ist, ich bin jetzt raufgelaufen und was ist? Sie fällt mir auch noch runter! Abby, das liegt vor allem daran, wenn du auf dem Land groß wirst, hast du viel frische Luft. Da kannst du gar nicht so viel krank werden. In der Stadt hast du ständig irgendwelche Krankheitserreger und alles in der Luft rumfliegen. Drache, wie viele Stunden arbeitest du am Tag? 24? Ich bin selbstständig. On November 1st, 2015, a tweet from Rainbow Sheep appeared while Rainer was streaming live on YouNow. Shortly after, Rainer pretended he didn't know who Blueberry was. Wo ist denn jetzt Blaubeerchen? Blaubeerchen? Was für ein Blaubeerchen? Schluss gemacht? Was ist passiert? Was wollt ihr dauernd eigentlich? Labert halt einen Bullshit zusammen. Rainbow Sheep uploaded a video that Rainer had apparently sent to Blueberry demonstrating how he makes Senseo coffee. Thereupon, Rainer showed himself enraged and toyed with the idea of leaking private information of Rainbow Sheep. Since the haters did not feel sufficiently entertained by the Blueberry action, Annalisa leaked some more private messages. Meanwhile, haters also tried to get the brother of the Dragon Lady,
aka Kackboon, on their side. On November 2nd, Dragon Monday Episode 5, RBS Bullied, was released. In the video, Rainer announces a 15,000 subscriber special and again promotes the channel of Kackboon. Then he comments again on Blueberry and Rainbow Sheep. Die Frau hat mich verarscht, ich habe starke Gefühle für sie, mir jetzt scheißegal, jetzt wird nur noch durchgehen, das ist mir jetzt scheißegal. Ich suche mir jetzt jemanden, mit dem ich mich dafür treffen kann, basta. Und ja, jetzt stellt er sich wieder hin und labert wieder, oh, er will nur noch vögeln. Ja, und? Ich stehe zu meinen Trieben. Ja, ich bin ein Mann, ich brauche ab und zu mal was. Und ich hatte in meinem Leben bisher nur mit Männern, ja, das letzte Mal mit 16 oder was. Ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Ich stehe zu meinen Trieben, ich stehe zu mir, ich stehe zu meiner Persönlichkeit. Und ich kann mich hier hinstellen und sagen, hier stehe ich, hier steht niemand anderes, hier steht Drachenlord oder auch Rainer Winkler. Ich bin der Geilere von uns beiden und du Typ hast nicht mal die Eier in der Hose und würdest dich jemals im Leben irgendjemandem zeigen. Weil wenn dich jemand sieht, denkt er, ey, was für eine Hackfresse, Hammelhaxe, Hammelhaxe, Lügenscharf, Lügenscharf. Junge, ganz ehrlich, werd erwachsen, komm in der Realität an. Afterwards, he admits to having money problems and wanting to move away due to the increasing number of hater visits. Also, the Rainbow Sheep uploaded a video titled Part 1, Rheingold Reveal. In it, Claire, aka Blueberry, is interviewed. She describes Rainer as jealous, controlling, and manipulative. He is said to have forbidden her to sleep with her best friend in the same bed and to have tried to persuade her to have sexual intercourse without a condom. In response to the revelations, Rainer reacted with a tantrum on Twitter. He announced a video about it, which would ultimately never appear. Later, Rainer explained in the stream that he could publish private data of haters but will not do so. He explains that he is a pacifist and is not capable of hating other people. Ich hasse ihn nicht und ich werde ihn nie hassen. Ich kann ihn nicht hassen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann keinen Hass empfinden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich mein ganzes Leben lang zu leiden hatte. Zu dumm für Hassen. Vielleicht bin ich eine neue Art Mensch. Ich war mein ganzes Leben lang sicher, dass ich was Besonderes bin. Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich eine neue Art Mensch, der einfach nicht in der Lage ist zu hassen. Ich weiß es nicht. Du bekommst sicher jede ins Bett. Ich bin mein ganzes Leben lang auf der Suche nach einer Frau. Und ich bekomme nicht eine einzige ins Bett. Der Punkt ist, ich denke, der Hauptgrund, warum viele von Frauen mich anschreiben, es ist einfach der, Frauen verdienen Geld damit. So blöd wie sich das anhört, Frauen verdienen Geld damit, dass sie mich haten. Die Hater zahlen Frauen Geld dafür, dass die private Daten von mir bekommen und dann diese preisgeben. Die Hater haben sich da was aufgebaut, die machen das. Die bezahlen Frauen, und damit sind es im Prinzip ja schon fast Prostituierte, kann man sagen. Die bezahlen Frauen dafür, dass die mit mir schreiben und von mir Daten bekommen. Rainer then comments on the refugee crisis in Native Americans. Normalerweise spreche ich über diese Sache nicht mit den Flüchtlingen. Ich kenne mich auch, danke für die 100 Bars, ich kenne mich auch mit der ganzen Debatte an sich nicht aus. Ich verstehe auch nicht, was diese ganze Debatte soll. Es gibt diese Asylantenheime, wo die Asylanten aktuell sind, die Flüchtlinge. Asylanten ist immer so eine Sache. Die Flüchtlinge, halt, diese Flüchtlingslager, die es überall zurzeit gibt. Ständig höre ich von irgendwelchen Leuten, dass die da Scheiße bauen, dass die Flüchtlinge, die hier rüberkommen, Scheiße anstellen, dass die Flüchtlinge, die hier bei uns sind, diejenigen sind, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass unser Land zugrunde geht. Ich sag's mal so, Moment, 1930, 1935 hat ein Mann über eine bestimmte Gruppe rumgeraged, rumgeschrien und gesagt, dass diese Menschen schuld daran sind, dass Deutschland zugrunde geht. Ein paar Vollidioten haben ihm geglaubt. Und ja,
wie haben sie dann angefangen, die ganze Sache zu regeln? Sie sind hergegangen und haben viele, viele tausend Menschen, viele hunderttausend Menschen getötet. Ich bin der Meinung, hätte man Amerika nie entdeckt und die Indianer hätten da ihr Leben weitergelebt, dann bin ich fest der Überzeugung, dass diese Menschen, die damals da lebten, heute sowas wie Elfen wären. Wir haben in Deutschland viele Probleme, aber es ist niemals ein Vergleich zu anderen Ländern. In unserem Land gibt es noch verhältnismäßig gute Regeln und gute Richtlinien und gute Sachen. In den USA, wenn in den USA bei mir einer auf mein Gelände gekommen wäre, ja, und wenn ich hier eine Leiche, dann kommen 3 Leute und sagen, was denn erschossen? Ja, und dann kommen wieder Leute und erschieße ich die wieder, weil sie auf mein Land waren. Ja, und wie geht's dann weiter? Ich esse zum Beispiel keinerlei Thunfisch. Warum esse ich keinen Thunfisch? Delfine sterben in Thunfischnetzen. So. Und dadurch, dass die da drinnen sterben, sinnlos sterben, wenn man sie noch essen könnte, dann wäre das eine andere Sache. Aber die sterben in Thunfischnetzen und sterben sinnlos, sind dadurch auch vom Aussterben bedroht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass die vom Aussterben bedroht sind, die Delfine, obwohl die nicht einmal irgendwie zum Essen oder sowas brauchbar sind, sag ich mal, da macht es schon wieder für mich keinerlei Sinn, Thunfisch zu essen. On November 3rd, Rainbow Sheep uploaded Part 2, Whale Cows, Rapture. In it, Rainer's plan to sell his house is discussed. Rainer cited the slow internet and the lack of heating in the Schanze as his motivations. He also expected to get at least 250,000 euros for the house, which he would use to pay off the debts he had accumulated in the meantime. Additionally, Claire reveals that Rainer only brushes his teeth when his teeth ache. Rainer also reportedly asked her to accompany him to the dentist and help him lose weight. In the evening stream, Rainer planned to open a forum. Because the name of the forum was known, it was overrun and spammed during the setup. Thereupon, Rainer had another tantrum, this time live in the stream. Haben sich jetzt hier über 100 Leute schon angemeldet, obwohl ich von vornherein gesagt habe, das Forum ist noch nicht freigegeben. Selber schuld, Pech gehabt. Ich überlege mir das jetzt, ich überschlafe das jetzt mal. Und wenn ich morgen keinen Bock mehr habe, lösche ich das ganze Forum wieder von vornherein raus. Dann könnt ihr mich am Arsch lecken, ganz ehrlich. Ihr habt euch noch nichts anzumelden und schon haben sich wieder über 100 Leute angemeldet. Was soll denn dieser Kindergarten von vornherein wieder? Ach, und die verfickten Wichskinder, Alter, haben jetzt auch schon wieder das ganze Forum gesprengt. Ja gut, wenn ihr Dreckswichser eigentlich schon wieder keinen Bock mehr habt, dann lassen wir das Forum eben ganz wegfallen. Aber meine Zuschauer, ihr könnt euch bei den Hatern bedanken. Diese Wichskribbel haben schon wieder das ganze Forum gehackt und gelöscht. Viel Spaß. Ich hab keinen Bock mehr mit dem Scheißdreck, Alter. Wichser, könnt mich mal. Geht zur Regenbogenschaf und disliked sein Video, hatet ihn, macht die Wichsau fertig. Ganz ehrlich, ich bin normalerweise echt nicht für so einen Scheiß, für Hass oder sowas, aber macht die Wichsau fertig. Ich habe keinen Bock mehr auf seinen Kindergarten, ehrlich. Wenn du nicht die Eier hast, dich selber bei mir zu sagen, was dir nicht passt, du Wichskribbel, Arschloch, ja? Also hier, Regenbogenwichser, ja? Feige Drecksau, dass du in deinem ganzen Jahrhundert niemals was reißen wirst, ja? Ich habe mir alles erarbeitet, ja? Und du hast keine Ahnung vom Leben, Alter, du laberst den ganzen Tag nur rum. So ein kleiner Wichskribbel bist du, Alter, ohne Scheiß. On November 4th, #AskDragon Roundhouse Kick was released, in which Rainer explains that he is thinking about finding a new catchphrase, since the Rainbow Sheep also uses metal guys as a greeting. He shows himself in the cowboy costume after being asked to do so in a comment. Also, he declares to bet with Browy93 for 10,000 bars on YouNow. In the meantime, Rainer also got a new haircut. He could be seen with it in the stream that evening. Once again, he was throwing around insults generously and tried to motivate his viewers to like the stream. Und ihr Kack-Hater-Wichspisser, ja, ihr könnt euch gleich mal verpissen, denn wir sind immer noch stärker als ihr und ihr könnt mich seit 2 Jahren nicht besiegen, ja. Ihr versucht mich seit 2 Jahren fertig zu machen und seit 2 Jahren bin ich mächtiger. Merkt euch endlich mal, dass ihr Pisswichser in eurem ganzen Leben nie was reißen werdet und ich am Ende immer noch als Sieger dastehen werde.
Das solltet ihr euch vielleicht mal merken, ihr kleinen Pisswichser, Alter. Wenn ihr 5000 Likes zusammenbekommt, streame ich bis 22 Uhr. Wenn ihr 5000 zusammenbekommt. Also los, Leute. 5000, dann bin ich bis 21 Uhr online. 10.000 bin ich bis 23 Uhr online. Er putzt seine Zähne bei Schmerzen. So ein Schwachsinn. Laber doch Müll, Alter. Rainer also tried to dispel the rumor that he only brushes his teeth when in pain. On November 5th, the video, The Dumbest Actions on the Internet, Episode 2, Drachenlord Haters and Trolls appeared. In the video, he mainly complains about the haters. Meanwhile, Rainer was so desperate that he tried to find out Rainbow Sheep's address. When Rainer set his subscriber number to private, Rainbow Sheep now declared to have 15,000 subscribers. Meanwhile, someone sent Rainer a picture of the angry video game nerd, claiming it was Rainbow Sheep. Claire also leaked additional conversations with Rainer. Also, the Rainbow Sheep uploaded Part 3, Big Dick Alienation. In it, he revealed that Rainer has since accumulated debts with his internet provider. However, he spent his income, which consists of the money of his fans, on alcohol and cigarettes, which is why he is now afraid that his provider could cut off his internet. Also, it seemed like Rainer had lied when he claimed to be going to a Halloween party. In truth, he was home alone on Halloween. Rainer's evening stream was again all about the Rainbow Sheep. Ich glaube zwar noch nicht daran, aber ich habe angeblich ein Bild von RBS gefunden oder bekommen. Na, schauen wir jetzt mal, ob das stimmt. Schaut mal alle auf Twitter, ich habe gerade was gepostet, Leute. Ja, Regenbogenschaf, du bist der hässlichste, dümmste, hässlichste, fetteste Drecksack, den es auf diesem Planeten gibt, von wegen hübsch. Dümmer und hässlicher und gleichzeitig beknackter und geschädigter kann man gar nicht mehr sein. Und ich bitte dich, Regenbogenschaf, du solltest echt zum Therapeuten gehen. Nur du bist so ein hirngestörtes Arschloch, ja, dass mir jeder Mensch mit solchen Krankheiten echt leid tut, dass jemand wie du das auch ist. Du bist ein erbärmliches kleines Würstchen. Geh zum Therapeuten, lass dich untersuchen, du Spasti. Denn ganz ehrlich, die hat irgendjemand ins Hirn geschissen und hat vergessen umzurühren, dass die Scheiße auch im Hirn ankommt. Du bist echt eine arme Sau, ey. Das sagt Regenbogenschaf auch immer zu seinen ganzen Fangirls. Küss mich, denn wenn mich kann ich küssen. Regenbogenschaf, du bist ein erbärmliches Würstchen. Und du hast gedacht, dass es jetzt noch einfach war für dich. Jetzt werde ich dich richtig wegdissen, Alter, du Spacko. Jo, Grüße gehen raus an Regenbogenschaf. Servus, du Spacko. Heirate mich, Erdbärchen. Heirate mich, Erdbärchen. Das, was Regenbogenschaf schon seit Jahren nicht mehr hat. Also hart. Kann er schon lange nicht mehr werden. Der Lappen. Neulich war er hier und wollte durchgenommen werden. Ey, der Typ, der hatte da mal einen Halbsteifen gekriegt. Echt jämmerlich. Bitte, bitte, gib mir Gift. Bitte, bitte, gib mir Gift. Bitte, bitte, gib Regenbogenschaf Gift. In the meantime, Rainer had become more and more the plaything of the trolls, and was falling for every trap the haters set up for him. He entertained his viewers almost exclusively with his reactions to troll attempts, and not with his own content. Since he now also earned his living with it, he was finally caught in the vicious cycle.